Hey, willkommen zu Science Comedy. Du fragst dich vielleicht, was Magic Andy hier draußen am See treibt. Er und sein Team sind los, um dir an einem schönen Ort ein spektakuläres Experiment zu zeigen. Dieses Mal geht es um die Kraft und die Anomalie von Wasser. Wasser kann sehr stark sein, sogar stärker als Eisen. In den nächsten Minuten erfährst du warum. Warum explodiert die Eisenkugel? Was ist das Besondere an Wasser? Warum friert ein See von oben nach unten zu? Wenn man Wasser abkühlt, ziehen sich die Wassermoleküle immer weiter zusammen. Dadurch brauchen sie immer weniger Platz. Die Dichte wird größer, das Volumen wird kleiner. Beim Abkühlen verringern Flüssigkeiten ihr Volumen stetig, bis sie fest gefroren sind. So verhalten sich alle Flüssigkeiten. Das ist normal. Wasser ist besonders, weil Wassermoleküle sich nur bis zu einer Temperatur von 4 Grad verdichten. Dichter geht es nicht. Die maximale Dichte und somit das kleinste Volumen sind erreicht, obwohl der Gefrierpunkt noch nicht erreicht wurde. Bei einer Temperatur von 4 Grad bis 0 Grad zeigt sich die Anomalie des Wassers. Die Wassermoleküle ordnen sich neu zu einer netzartigen Struktur. Bei 0 Grad entfalten sich aus der netzartigen Struktur räumliche Eiskristalle. Dadurch entsteht wieder mehr Platz zwischen den Molekülen. Die Dichte verringert sich, das Volumen wird größer. In der Eisenkugel gefriert Wasser zu Eis. Um das Gefrieren zu beschleunigen, benutzen wir flüssigen Stickstoff. Minus 196 Grad kalt. Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus. Eis braucht mehr Platz als Wasser. Das Volumen nimmt zu. Dadurch baut sich in der Eisenkugel ein enormer Druck auf, der so stark ist, dass die Eisenkugel explodiert. Im Sommer ist ein See an der Wasseroberfläche wärmer als in der Tiefe. Im Winter verhält es sich genau umgekehrt, eine Folge der Anomalie des Wassers. Wenn sich der See auf 4 Grad abgekühlt hat, wird es spannend. 4 Grad kaltes Wasser hat nämlich die größte Dichte und ist somit am schwersten. Das Wasser an der Oberfläche kühlt immer weiter ab. Es entstehen Schichten zwischen 4 Grad und 0 Grad. Ganz unten Wasser mit 4 Grad, darüber das leichtere 3 Grad Wasser, darüber 2 Grad und 1 Grad Wasser, bis sich bei 0 Grad Eis bildet. Eis ist am leichtesten, da es das größte Volumen hat. Das ist der Grund, weshalb ein See von oben nach unten zufriert. Fische und Pflanzen können deshalb auch im Winter in einem gefrorenen See überleben. Oh my God!